Bevor dieser Kanal endgültig zu einer Außenstelle für Weltschmerz, Winterblues und medizinische Selbstversuche wird, wollte ich heute mal wieder etwas mehr Leichtigkeit in die Welt hinaustragen. Und weil Leichtigkeit bei mir erstaunlich oft in den Gefilden meiner eher speziellen Hobbys endet, habe ich mir heute wieder die Frau an meine Seite geholt, die bei uns für Finanzen, Fakten und emotionale Abrissbirnen zuständig ist. Hallo Melinda, schön, dass du wieder mit dabei bist. Hallo und danke für die nette Zusammenfassung. Nicht wahr? Aber du hast mich ja hier eher zwangsverpflichtet und irgendeiner muss ja deine Car-Camping-Romantik einem kleinen Realitätscheck unterziehen. Aber lass mich raten. Es geht mal wieder um Matratzen, um irgendwelche komischen Bretter aus Neuseeland und all den anderen Kram, der wahlweise im Auto lagert oder bei uns im Wohnzimmer. Also sagen wir mal so, in Sachen Leben auf 4 Rädern gibt es noch ein paar offene Kapitel. Und man sollte sein Publikum ja nicht nur mit Erfolgsstories belästigen, sondern gelegentlich auch mal transparent machen, was eher so, nennen wir es, mittelprächtig funktioniert. Okay, also heute mal eher so das Genre Mann scheitert an der Realität. Finde ich auf jeden Fall glaubwürdiger als irgend so ein Vanlife-Gedöns. Also nun mal bitte nicht so viel Häme, ja? Heute gibt es also ein Update zu meinem Tesla Car-Camping-Abenteuer. Was ist zum Beispiel aus dem Terraglide-Set geworden? Warum haben wir es am Ende doch nicht verkauft? Und warum besteht leider weiterhin die Gefahr, dass diese Geschichte noch lange nicht vorbei ist? Das alles heute bei Ulf Unplugged. Schön, dass ihr dabei seid. Für alle, die neu dabei sind, hier noch einmal die Kurzfassung meines bzw. unseres Weges in dieser doch sehr speziellen Parallelwelt. Mein erstes Camping-Erlebnis hatte ich gegen Ende der Corona-Zeit. Ich wollte auf ein Festival in Kroatien. Es gab damals keine Unterkunft, also kaufte ich mir da kurzerhand ein Zelt. Ja, das war eine romantische Vorstellung. Die Realität war allerdings anders. Tagsüber Sauna, nachts eher Gewitterhölle. Und spätestens da ahnte ich, vielleicht bin ich für klassisches Camping gar nicht mal so geeignet. Vielleicht ist er großzügig formuliert. Ich würde sagen, das Zelt wusste früher, dass Camping nichts für dich ist als du. Naja, später kam dann unser Tesla Model Y ins Spiel, inklusive dessen Camp Mode. Und plötzlich war da diese faszinierende Idee, geräuschlos im Auto schlafen, mit Klimaanlage, ohne Hitzetod und ohne Sturmpanik. Das klang für mich wie die zivilisierte Form des Campings. Also fuhr ich wieder nach Kroatien. Diesmal mit einer großen, ziemlich luxuriösen Expert-Matratze im Auto. Ja, die Matratze war allerdings so luxuriös, dass nichts anderes mehr im Auto Platz hatte. Ja, das stimmt. Das war dann doch etwas kompakter als gedacht. Aber weil ich bekanntermaßen sehr lernfähig bin, habe ich natürlich nicht aufgehört, sondern direkt noch eine zweite, schmalere Matratze dann gekauft. Ja, logisch, weil sobald bei dir irgendwas nicht funktioniert, kommt in der Regel ein weiterer Kauf. Lassen wir es dahingestellt sein. In den Monaten danach war ich öfter zu Club-Events in Deutschland unterwegs. Da ging es gar nicht um komplettes Camping, sondern eher darum, nach dem Gig und auf der Rückfahrt nochmal entspannt ein Nickerchen machen zu können. Die Idee war gut, nur der Weg ins Bett war, nennen wir es speziell. Morgens über den Kofferraum in den Wagen zu robben, hat auf Rastplätzen dann doch manchmal eine gewisse Wirkung auf die Außenwelt. Ja, das ist alles bloß kein lässiger Roadtrip. Deshalb dann also die schmalere Matratze. Mit der Hoffnung, über den hinteren Beifahrersitz besser reinzukommen. In der Theorie recht elegant, in der Praxis blieb allerdings ein Grundproblem, nämlich die Liegefläche. Denn wenn man im Model Y einfach die Sitze umklappt, ist das zwar irgendwie eine Fläche, aber halt irgendwie leider nicht gerade. Für eine Nacht mag das vielleicht gehen, aber bei dir folgt daraus immer gleich ein Konzept und die nächste Eskalationsstufe. Exakt. Also suchte ich nach einer professionelleren Lösung und fand schließlich Terraglide in Neuseeland. Und dort hast du dann heimlich irgend so ein Set bestellt, das DHL per Express in 2 riesigen Paketen geliefert hat. Damit hast du unser Wohnzimmer erstmal in eine Outdoor-Filiale verwandelt. Dieses Set war natürlich auch recht beeindruckend. Tolle Verarbeitung, durchdachtes Design, stabile Konstruktion. Ein ausziehbarer Bettboden, dazu die große Schublade und ein Bambustisch, den man ausklappen kann. Also handwerklich wirklich total toll. Ich fand das Set einfach großartig. Das mag ja sein, aber es passt halt absolut nicht zum praktischen Gebrauch. Ja, tatsächlich. Das Problem war eben nicht die Qualität des Sets,
sondern mein Zugang dazu. Also seitlich rein, schwierig. Hinten übers Heck ging irgendwie, aber auch nicht wirklich elegant. Und an dem Punkt muss man fairerweise sagen, das ist kein Terraglide-Problem. Das ist eher eine Mischung aus Körperbau, Beweglichkeit und der bitteren Erkenntnis, dass man eben nicht mehr so einfach wie mit 27 durch jede Situation gleitet. Jedenfalls war ich da schon fast so weit, das Set wieder zu verkaufen. Die Anzeige bei Kleinanzeigen war sogar schon online. Es gab auch erste Interessenten. Ja, und ich schöpfte zum ersten Mal wieder Hoffnung, dass dieser Camping-Spuk bald vorbei ist. Naja, gleichzeitig hatte ich allerdings auch wieder Kontakt zu George, also dem Gründer von Terraglide in Neuseeland. Und der erzählte mir, dass er an einer neuen Pro-Variante arbeiten würde. Teilbar im Verhältnis 2/3 zu 1/3. Die Idee, nicht mehr die komplette Rückbank umklappen, sondern einen Sitz stehen lassen. Und damit vielleicht einen deutlich eleganteren Zugang ins Wageninnere zu schaffen. Was in deinem Kopf dann hieß, ich verkaufe nicht, sondern ich investiere weiter. Ja, so kann man das natürlich boshaft auch vielleicht formulieren. Oder man sagt einfach, ich habe geprüft, ob sich mein bestehendes Set einfach upgraden lässt, ohne alles neu zu kaufen. Und das war tatsächlich möglich. Ja, daher verschwand die Anzeige bei Kleinanzeigen wieder und das Geld wanderte Richtung Neuseeland. Diesmal dauerte es allerdings etwas länger. Zum Jahreswechsel hatte Terraglide viel zu tun. Dann kam der Versand, dann der Zoll. Und der war sich offenbar auch nicht ganz sicher, was er da eigentlich vor sich hatte. Also ein Möbelstück, Fahrzeugzubehör oder vielleicht auch ambitionierte Lebenshilfe. Irgendwann kam das Upgrade-Kit aber dann tatsächlich bei uns in München an. Ja, und unser Wohnzimmer wurde wieder zu einer Outdoor-Abteilung. Und du saßt zwischen Holzteilen, Schrauben und anderem Zeug und hast versucht, das zusammenzubauen. Naja, der Zusammenbau, der lief tatsächlich erstaunlich gut. Auch ohne große Anleitung. Und ich war wirklich optimistisch. Ich dachte, jetzt klappt's. Jetzt kommt der Moment, in dem aus dem ganzen Wahnsinn endlich ein funktionierendes System wird. Mit all dem Zeug, das du dir vorher zugelegt hast, sei es ein Wassertank, irgend so ein komischer Wasserhahn oder ein Kühlschrank, Powerstation, diverse Kissen und ich weiß nicht, was sonst noch für Zeug. Ja, das stimmt ja. Es hatte sich dann so einiges schon in unserer Wohnung hier angesammelt. Nicht nur in unserer Wohnung. Unsere Wohnung ist voll mit dem Zeug und das Auto ist ein fahrender Campingbus. Wir können samstags nicht mal mehr einkaufen fahren, ohne Tetris zu spielen. Hallo, ich höre da leichte Kritik. Das ist Kritik, ja, aber auch eine Inventur. Also jedenfalls, auch das Upgrade-Kit war handwerklich wieder top. Wirklich sauber gearbeitet, clever gelöst, alles hochwertig. Ich kann jetzt also die Rückbank asymmetrisch nutzen, sodass ich nicht mehr über die hintere Ladeluke in den Wagen komme, sondern recht einfach über den aufgeklappten Sitz hinten rechts. Aber genau da bleibt es schwierig, der Wechsel von dort auf die Matratze. Denn der Unterbau plus 10 cm Matratze ist für mich schlicht zu hoch. Zumindest dann, wenn ich mich nicht wie ein Leistungsturner verhalten möchte. Und wenn ich es doch irgendwie schaffe, liege ich immer noch viel zu nah unter dem Glasdach. Mit anderen Worten, viel Aufwand, gute Technik, aber eben keine Lösung für dich. Ja, und das hat mich ehrlich gesagt ziemlich enttäuscht. Zumal das genau in eine Phase fiel, in der es mir mental ohnehin nicht besonders gut ging. Ich hatte sehr darauf gesetzt, dass dieses Upgrade endlich mal wieder ein Erfolgserlebnis sein würde. Dass ich danach sage, so, jetzt geht's endlich los. Jetzt fahre ich Richtung Süden. Jetzt fühle ich mich mal wieder etwas leichter. Und als das dann platzte, hat das mich härter getroffen, als man es von außen vielleicht gedacht hat. Ja, weil es eben um mehr geht als um irgendwelche Holzplatten oder Matratzen. Es geht um Freiheit und um Aufbruch. Ja, genau das ist irgendwie der Punkt. Scheitern ist als Lebensweisheit ja immer sehr populär. Man wächst daran, man lernt daraus. Es ist alles eine Reise. Ja, das stimmt ja auch irgendwie. Aber in dem Moment selbst ist dieses Scheitern einfach nur kläglich. Also gut, wie geht's nun weiter? Können wir das Thema Carcamping jetzt endlich begraben? Nun, also zwischenzeitlich war ich ja wirklich kurz davor, das Kapitel nun endlich zu schließen. Aber dann wurde das Wetter besser, meine Laune auch. Und wie das bei problematischen Hobbys nun mal ist, auf einmal denkt man wieder recht konstruktiv. Okay, und was kommt jetzt? Variante 1 wäre nochmal weiterdenken mit Terraglide. George hat inzwischen nämlich auch ein Low-Profile-Kit im Angebot. Also eine flachere Variante mit kleinerer Schublade, die insgesamt ein paar Zentimeter tiefer liegt.
In Kombination mit einer dünneren Matratze könnte das tatsächlich helfen. Ich höre Variante 1, das heißt, es gibt noch mindestens eine 2, vielleicht sogar eine 3. Das hört sich schon wieder gefährlich an. Naja, so weit würde ich nicht gehen, denn Variante 2 wäre, wir denken das Ganze noch einmal grundsätzlich neu. Also nicht nur ein neues Bettgestell, sondern tatsächlich ein neues Auto. Nein, Doch, nein, ja doch, nein, ganz sicher nicht. doch. Ein Elektroauto, das für Carcamping einfach besser geeignet ist als ein Tesla Model Y. Mit mehr Raum, mit mehr Höhe, mit mehr Alltagstauglichkeit. Und ja, ich habe bereits recherchiert, welches Modell dafür tatsächlich in Frage käme. Natürlich hast du. Andere Menschen finden diverse Kompensationsmöglichkeiten. Du kommst mit einer Vergleichstabelle an. Ja, jeder hat da so seine Methoden. Die Geschichte hat noch lange kein Ende. Ja, das befürchte ich auch irgendwie. Für euch da draußen heißt das, beim nächsten Mal schauen wir uns an, welche neue Car-Camping-Idee inzwischen in meinem Kopf herumspukt und welche Elektroautos möglicherweise das bessere Zuhause für meinen Spleen sind. Und vielleicht, also ganz vielleicht, finden wir am Ende sogar eine Lösung, mit der selbst Melinda ihren Frieden finden wird. Setz deine Erwartungen da mal nicht zu hoch. Also wir werden sehen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gern ein Like da. Abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke. Euch kostet das nichts, mir hilft es sehr. Und vielleicht sorgt ihr damit sogar dafür, dass sich dieser ganze Wahnsinn wenigstens algorithmisch gelohnt hat. Dann hätten wir wenigstens einen kleinen Nutzen davon. In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis demnächst bei Ulf Unplugged. Ciao. Ciao.